Du hast Probleme zwischen trennbaren und nicht trennbaren Verben zu unterscheiden? Keine Panik. In diesem Video gebe ich dir einen richtig einfachen Tipp, wie du sie unterscheiden kannst. Alles ohne Grammatikbuch. Also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir ein paar richtig gute Tipps, wie du trennbare und nicht trennbare Verben unterscheiden kannst. Bevor wir aber zu diesem Tipp gehen, zeige ich dir noch ein paar kleine Mini-Informationen, die wichtig sind. Also, ab an die Tafel. Was sind trennbare Verben und was sind nicht trennbare Verben? Genau das lernen wir jetzt kurz und knapp. Dieses Wort Präfix solltest du unbedingt lernen, denn dieses Wort ist auch unser Hauptthema. Wenn du das verstehst, kannst du zwischen trennbaren Verben und nicht trennbaren Verben gut unterscheiden. Also, mein trennbares Verb einkaufen und dieses Wort ist die Vorsilbe oder der Präfix. Genau, also nicht vergessen. Machen wir weiter mit einem kleinen Mini-Exkurs. Mini-Exkurs. Silbentrennung. Was bedeutet das? Du siehst, mein trennbares Verb einkaufen besteht aus verschiedenen Silben. Also fen ist eine Silbe, kau ist eine Silbe und ein heißt Vorsilbe oder auch Präfix. Warum brauchen wir das? Also warum brauchen wir diese Information, wirst du gleich sehen. Ein wichtiger Unterschied zwischen trennbare Präfixe und nicht trennbare Präfixe ist die Intonation. Was bedeutet das? Du wirst es gleich verstehen. Also aufräumen. Du siehst, die Vorsilbe ist betont. Wir sagen also aufräumen. Genau, wir betonen die Vorsilbe und das ist ein Zeichen, dass dieses Verb trennbar ist. Bei nicht trennbaren Präfixe betonen wir die Vorsilbe nicht. Dafür betonen wir die erste Silbe. Genau, also wir sagen verkaufen. Das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber du hast es verstanden. Pause, keine Zeit, denn jetzt bekommst du den genialen und einfachen Tipp. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Du siehst, dass wir sehr viele Präfixe in der deutschen Grammatik haben. Muss ich jetzt wirklich alle diese Präfixe lernen? Die Antwort lautet Jein. Denn ich habe jetzt für dich einen genialen Tipp, mit dem du ganz einfach unterscheiden kannst, ob ein Verb trennbar oder nicht trennbar ist. Also, schauen wir uns das mal an. Der geniale Tipp lautet, viele trennbare Präfixe sind auch allein ein Wort, zum Beispiel eine Präposition oder ein Adverb. Was bedeutet das? Schauen wir uns mal an. Hier habe ich jetzt ein Verb aufstehen. Hier auf, mein Präfix, kennst du schon. Also das kann auch alleine im Satz stehen. Wie zum Beispiel, ich gehe auf den Balkon. Du siehst, auf steht ganz alleine im Satz und das genau ist ein starkes Signal, dass Aufstehen ein trennbares Verb ist. Ganz genau. Gut, machen wir mit diesem Beispiel weiter. Besuchen, mein Präfix be, bedeutet nichts, kann auch nicht allein im Satz stehen. Also ist besuchen ein nicht trennbares Verb. So einfach kannst du es unterscheiden. Machen wir weitere Beispiele. Zurückkommen. Also mein Präfix zurück
kennst du schon. Es kann alleine im Satz stehen, wie zum Beispiel, ich gehe zurück nach Hause. Hier steht es allein im Satz. Genau in dieser Situation ist dann zurückkommen ein trennbares Verb. Machen wir weiter. Verstehen. Präfix ver steht nicht allein im Satz und es hat auch keine Bedeutung. Also ist verstehen ein nicht trennbares Verb. Machen wir noch weitere Beispiele, damit du es 100% verstehst. Mein Verb weiterlernen, also Präfix weiter, kennst du schon. Also es kann alleine im Satz stehen. Mach einfach weiter. Und genau das ist wieder ein starkes Signal, dass Weiterlernen ein trennbares Verb ist. Sehr schön. Machen wir weiter mit unserem letzten Beispiel. Entdecken. Also mein Präfix ent bedeutet nichts, kann auch nicht alleine im Satz stehen, also ist entdecken ein nicht trennbares Verb. Genau, also mit diesem Tipp kannst du ganz einfach unterscheiden, ob ein Verb trennbar oder nicht trennbar ist. Trotzdem sollten wir noch einige Präfixe lernen. So, das war's auch mit dem genialen Tipp. Also es ist wirklich sehr einfach und so kannst du 80-90% der Verben unterscheiden. Trotzdem sollten wir uns die vielen Präfixe kurz anschauen. Wir schauen uns jetzt gleich die trennbaren Präfixe an und dann die nicht trennbaren. Hier kannst du einen Stopp machen und die Präfixe, wenn du möchtest, dir aufschreiben. Das sind die wichtigsten trennbaren Präfixe. Wir haben noch ein paar weitere, schauen wir uns auch noch an. Weitere trennbare Präfixe. Auch hier kannst du einen Stopp machen und dir diese trennbaren Präfixe aufschreiben. Wir machen jetzt weiter mit nicht trennbaren Präfixe. Nicht trennbare Präfixe. Die wichtigsten habe ich jetzt mal hier geschrieben, also zum Beispiel bezahlen, bestehen und so weiter. Es ist dann nicht trennbar. Oder Präfix erklären, erzählen, nicht trennbar. Präfix verstehen, verkaufen, auch nicht trennbar. Und entdecken, entkommen und so weiter, nicht trennbar. Es gibt noch ein paar andere, schauen wir uns auch noch an. Hier kannst du auch einen Stopp machen und dir diese Präfixe aufschreiben, die ebenfalls nicht trennbar sind. Warum ist es wichtig, trennbare und nicht trennbare Verben zu unterscheiden? Da gebe ich dir kurz auch einen wichtigen Hintergrund dazu. Muss ich so viele Präfixe auswendig lernen? Jein. Also, wir haben in der deutschen Grammatik sehr viele Präfixe und mit dem Tipp, was ich dir vorhin gezeigt habe, kannst du schon sehr viele unterscheiden. Aber dennoch sollten wir sie lernen. Jetzt schauen wir uns noch an, warum es wichtig ist, trennbare und nicht trennbare Verben zu unterscheiden. Und dann kommen wir auch schon zu den Hausaufgaben. Gut aufpassen! Es ist wichtig, dass wir trennbare und nicht trennbare Verben gut unterscheiden, auch gut lernen. Warum? Später kann es zu Problemen im Perfekt kommen. Also zum Beispiel Präsens, aufstehen. Im Perfekt ist aufstehen aufgestanden. Also trennbare Verben bekommen im Perfekt ein G, also Partizip 2. Mitnehmen, mitgenommen. Du siehst, ein trennbares Verb bekommt ein G. Aber bei nicht trennbaren Verben ist es nicht der Fall. Zum Beispiel verstehen, Präsens, aber im Perfekt haben wir verstanden, also haben wir kein Partizip 2. Genau,
Deswegen ist es wichtig, dass du zwischen trennbar und nicht trennbar unterscheidest. Als letztes machen wir noch bezahlen. Du siehst Präsens, aber im Perfekt sagen wir bezahlt und wir sagen nicht bezahlt oder so, ja? So, noch eine letzte Info. Das ist auch die komplizierteste. Also, es gibt auch Präfixe, die manchmal trennbar und manchmal nicht trennbar sind. Hier kannst du wieder einen Stopp machen, wenn dich das interessiert und dir diese sehr, sehr speziellen Verben kurz anschauen und aufschreiben, wenn du es natürlich möchtest. Da sind wir schon bei den Hausaufgaben. Hier habe ich jetzt ganz viele Verben für dich aufgeschrieben und die Aufgabe lautet, ist das Verb trennbar oder nicht trennbar? Du kannst gerne die Antworten unten in die Kommentare schreiben und ich bin wirklich gespannt, ob du das Thema gut verstanden hast. Versuche den Tipp hier anzuwenden. So, das war's auch schon. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, wie wir trennbare Verben und nicht trennbare unterscheiden. Es ist wirklich wichtig, wenn du dein Deutsch verbessern möchtest. Gut, wie immer habe ich für dich auch Hausaufgaben vorbereitet und du kannst sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich sage danke und tschüss.